Hallo und herzlich willkommen zurück bei Selbermachen zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr mit ganz einfachen Mitteln leckere Brötchen backen könnt. Wieder mal geht es um das Thema Brötchen backen. Heute zeige ich euch mal ein Rezept mit einem Vorteig. Der Vorteil von einem Vorteig ist, dass die Brötchen noch einen besseren Geschmack bekommen. Das Einzige, was ihr braucht, ist Zeit für dieses Rezept. Ansonsten keine speziellen Zutaten. Das meiste werdet ihr sowieso im Haushalt haben. Was von Vorteil ist, ist eine Küchenmaschine, um den Teig zu kneten. Denn das ist auch wichtig, der Teig muss mindestens 10 Minuten geknetet werden. Hier oben verlinke ich euch mal ein Video. Das ist das erste Video, das ich gemacht habe über das Brötchenbacken. Und damals hatte ich noch keine Küchenmaschine und habe das per Hand geknetet. Selbst das funktioniert. Ihr braucht also nicht mal spezielle Technik dazu. Ja, los geht's. Viel Spaß beim Nachmachen. Für den Vorteig benutzen wir einen Teil der späteren Zutaten. Zuerst hier das Backmehl, das ist 550er Weizenmehl. Ihr könnt auch das 405er nehmen. Davon nehmen wir erstmal 200 Gramm, 200 Milliliter Wasser. Von dem Päckchen Hefe hier nehmen wir jetzt ca. 1/3 und damit die Hefe gut arbeiten kann, noch einen knappen Esslöffel Zucker. Zuerst geben wir hier das Mehl in die Schüssel rein und wiegen dabei hier 200 Gramm ab. Von dem Päckchen Hefe hier nehmen wir ca. 1/3. So, dann noch ein bisschen Zucker, damit die Hefe gut arbeiten kann. Und das Wasser hier, das sind 200 Gramm. Das Ganze wird schön verrührt, bis alles gut vermischt ist. So. Genau, das Ganze muss dann eine ganze Weile stehen bleiben, damit sich der Geschmack so richtig schön entfalten kann. Also ihr könnt das hier abends machen und dann nächsten Morgen die Brötchen weiter backen. Oder ihr macht das hier am frühen Morgen und backt abends die Brötchen. So muss das Ganze dann schließlich aussehen. Nachdem der Vorteig jetzt mindestens 12 Stunden gegangen ist, sieht er so aus. Hat ordentlich Blasen geschlagen und ist jetzt fertig, um weiterverarbeitet werden zu können. Für die weitere Verarbeitung benötige ich einfach den Rest des Mehls. Brauche ich dann gar nicht mal abzuwiegen. Auch hier 550er Mehl, den Rest des Hefepäckchens. Dann brauche ich hier noch 400 Milliliter Wasser. Ich habe hier Butter als Fett genommen. Ihr könnt auch Schmalz nehmen, Schweineschmalz. Das gibt dann einen kräftigen Geschmack bei dem Brötchen. Könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe hier ca. 25 Gramm Butter und 20 Gramm Salz kommen jetzt rein. Das ist auch schon alles. Das werde ich jetzt hier alles reinmischen und dann kneten wir das für 10 Minuten. So, erst kommt das restliche Mehl hier dazu. Jetzt haben wir insgesamt hier 1 Kilogramm Mehl drin. Dann gleich das Salz und Rest des Hefepäckchens. Das hat insgesamt 7 Gramm hier gehabt. So, dann kommt die angeschmolzene Butter dazu. Die habe ich jetzt hier anschmelzen lassen. Und die wird dann hiermit untergemischt. Und dann haben wir hier dieses Wasser. Und zwar muss man das ein bisschen vorsichtig dosieren. Ich weiß, dass das ungefähr genau hinkommt mit den 400 Millilitern, aber ich lasse immer noch so ein bisschen hier drin,
was ich dann immer noch dazu kippen kann, wenn das zu trocken wird. Jetzt kommt der Knethaken hier ran. Und dann lasse ich das jetzt erstmal langsam durchrühren, bis die ganzen Inhaltsstoffe hier ein wenig vermischt sind. So, jetzt haben wir alles einmal durchgemischt mit dem gesamten Mehl. Dann gucke ich mal rein, wie es aussieht. Na, der Teig ist hier noch ganz schön trocken hier unten. Dann werde ich mal den Rest des Wassers hier noch dazugeben. War ja nicht mehr so viel. Und fange jetzt an, also richtig das mal durchkneten zu lassen. So, das Ganze muss jetzt mindestens, also auf alle Fälle 10 Minuten durchkneten. Und zwar fange ich damit immer langsam an. Ihr werdet dann merken, dass der Teig dann an den Knethaken so ein bisschen kleben bleibt. Und dann drehe ich noch ein bisschen schneller, damit der Teig eben sich wieder an den Rand wirft und ordentlich durchgeknetet wird. Das Ziel von dem Kneten ist es, dass der Teig, wenn man ihn anfasst nachher, sich eben ziehen und dehnen lässt und nicht mehr an den Händen kleben bleibt. So, nach 10 Minuten gucken wir uns den Teig mal an. Der müsste jetzt eigentlich fertig sein. Ihr seht, der reißt jetzt nicht mehr so einfach und lässt sich schon ganz gut ziehen. Vom Anfassen klebt er auch nicht mehr so an den Händen. So, jetzt ist es Zeit, den Teig ein bisschen ruhen zu lassen. Und zwar lasse ich den noch gleich hier drin. Hier trocknet er auch nicht aus, weil hier so ein Deckel drauf ist. Ansonsten könnt ihr da auch ein großes Holzbrett drauflegen. So, nur mal zum Zeigen. Der Teig löst sich jetzt auch von der Schüssel, klebt nicht mehr so und hat also eine gute Konsistenz. So, den lassen wir jetzt hier drin. Klappe zu, alles dicht machen, dann kann er nicht austrocknen. Und jetzt lassen wir ihn mal so lange gehen, bis er ungefähr das doppelte Volumen hier drin in der Schüssel erreicht hat. So, der Teig ist jetzt schön gegangen. Ich habe ein bisschen länger drin gelassen. So, hier haben wir jetzt ein bisschen das Brett mit Mehl bestäuben. Muss gar nicht viel sein. Dann kommt der Teig erstmal hier raus. Was wir jetzt machen, ist, wir teilen den Teig in kleinere Stückchen, um daraus dann die Brötchen zu machen. Ich habe da jetzt so, naja, so 80, 85, 90 Gramm gemacht. 90 Gramm Brötchen. Das müsst ihr euch mal ausprobieren. Aber so zwischen 85 und 90 Gramm, glaube ich, ist schon ganz gut. Dazu brauche ich dann natürlich wieder eine Haushaltswaage. Die bräuchte ich nicht, wenn ich das eben immer teilen würde. Dafür ist das große Messer jetzt da. Machen wir erstmal hier die Hälfte zur Seite.
Und wie ihr jetzt hier merkt am Teig, zeigt das nochmal ein bisschen genauer, das ist wirklich, es ist fest zusammen, es reißt nicht und man kann es ziehen. Und so muss der Teig sein, darf auch nicht mehr kleben. Das erreicht ihr eben durch diese lange Knetzeit, 10 Minuten, und dann nochmal durch das Gehen des Teiges. So, jetzt habe ich also diese Wurst, jetzt nehmen wir hier 90 Gramm Stücke, würde ich sagen, nehme ich hier mal ab. Das muss nicht so genau sein, aber je gleichmäßiger die Stücke sind, die hier rauskommen, umso gleichmäßiger ist dann auch der Backvorgang, weil eben alle gleich lange brauchen zum Backen. So, 90 Gramm, wollen wir mal gucken. Erster Versuch, 87 reicht mir. 92, irgendwann 91 hat man das so ein bisschen im Gefühl. Dann geht das auch alles ziemlich fix. Das ist zu viel. So, das ist jetzt also kein Problem, solche kleinen Stückchen hier wieder an den Teig ranzumachen. Das wird nachher sowieso noch weiter verarbeitet und dann geht das noch ein bisschen und fällt dann gar nicht mehr so wirklich auf. 98, 95, 91. Wenn ihr wisst, wo ihr was zu wenig habt, dann könnt ihr auch da noch was dazu machen. 97, naja, so. 93 ist schon genug. So, ziemlich gut aufgegangen. Circa 90 Gramm, meist so ein Tick mehr. Jetzt haben wir so 3, 6, 9. Es wird ein Blech. Und hier haben wir auch nochmal 8. Das wird auch nochmal Blech. So, jetzt machen wir daraus die Brötchen. Und zwar erstmal ein bisschen Platz schaffen. Und zwar müssen die ja noch eine Weile jetzt gehen. Um die Brötchen zu formen, könnt ihr die so ziehen, immer hier unten zusammenrollen, sodass die Oberfläche sich spannt. Das ist also jetzt das, was wir erreichen wollen. Wir wollen diese Oberfläche hier eben aufgespannt haben. So sieht man das hier vielleicht. Ne? Immer einfach hier nach unten bewegen und dabei drehen. Dann kommt diese Spannung von ganz alleine. So. Unten habt ihr dann natürlich hier so einen Verschluss, das ist aber nicht schlimm. Das legt ihr dann darauf. Also so ungefähr muss das aussehen. Ihr könnt das auch alles anders machen. Und zwar könnt ihr die Brötchen, also wenn ihr einen Tisch habt, auf dem Brett ist es jetzt hier ein bisschen schlecht zu drehen. Ich zeige das mal hier. Die Tischdecke ist auch nicht so gut, weil die sehr glatt ist. Deswegen mache ich das schon mal so ein bisschen vor. Und dann in der hohlen Hand dreht ihr das in einen Kreis. Also so macht es der Bäcker. Dann gibt es auch direkt Maschinen, die das für den ganzen Satz Brötchen gleich machen. So, und da entsteht automatisch hier so eine Spannung im Teig und unten dieser Verschluss. Hier sieht man den nochmal deutlich. Wie gesagt, der Verschluss ist egal, den brauchen wir nicht, der stört auch nicht. Und also ihr könnt es auch so machen, ne? Also wenn ihr das auf dem Tisch einfach so rollt, entsteht automatisch diese Spannung und dieser Verschluss unten. So, aber wie gesagt, das
Wird genau denselben Effekt hier haben, wenn ich das hier so immer drehe und nach unten zusammenziehe. Könnt ihr das auch machen. Ihr könnt natürlich auch Brötchen machen, die eine andere Form haben. Ihr könnt Baguettes draußen machen. Ihr könnt denselben Teig auf Pizza verwenden. Was ihr wollt. So sieht es jetzt aus. Jetzt werde ich noch ein bisschen Mehl streuen, damit die nicht anbacken nachher. Die müssen jetzt eine Weile ruhen. Dafür decke ich hier ein Handtuch über und lasse die eine Weile stehen. Sollte warm und feucht sein. So. Gut. Was ich auch gemacht habe, die auf dem Kuchenblech schon mal auf dem Kuchenblech raufgelegt und in den Backofen geschoben und eine kleine Tasse mit heißem Wasser, mit kochendem Wasser unten reingestellt. Dann reicht die Wärme von der Tasse, von dem Wasser aus, um den Ofeninnenraum ein bisschen anzuwärmen, damit das gut gehen kann und auch feucht zu halten. Das kann man natürlich auch machen. So, jetzt lassen wir die ein bisschen in Ruhe und gucken nachher weiter. So, jetzt ist eine Stunde vergangen und die Brötchen sind schön groß geworden. Jetzt schneiden wir die noch einmal möglichst tief ein und heizen danach den Ofen an. Ich halte immer so ein bisschen hier fest am Rand. Und dann ein scharfes Messer einmal durchgezogen. So, hier sind zwei so ein bisschen zusammen. Muss natürlich wieder getrennt werden. Wenn man die jetzt groß bewegen würde, dann würden die ganz schön zusammenfallen. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe die Brötchen jetzt alle einmal so ein bisschen bewegt, damit die nachher hier leichter abgehen, wenn ich die aufs Blech lege. Inzwischen werde ich jetzt den Ofen anheizen mit 200 Grad Celsius und die Bleche schon mal einschieben, damit die heiß werden. Und dann geht es gleich weiter. So, der Backofen ist jetzt vorbereitet. Ich habe hier zwei Bleche drin übereinander und unten noch einen Topf mit reingestellt, wo ich gleich heißes Wasser noch dazu gebe, um hier möglichst viel Dampf zu erzeugen. Außerdem habe ich hier eine Sprühflasche mit lauwarmem Wasser gefüllt, um jetzt gleich die Brötchen zu befeuchten, und ich habe mir hier einen Topf mit kochendem Wasser vorbereitet. Das Wasser brauche ich, um das gleich in den Topf hier im Ofen reinzumachen, damit ich möglichst schnell auch Dampf habe. Die Brötchen sind gut gegangen. Ich hole mir jetzt ein heißes Blech hier raus. So, hier ist Folgendes zu beachten. Wenn ich ein Blech mit 200 Grad aus dem Ofen hole und jetzt die Brötchen darauf packe, dann kleben die in der Regel nicht an. Wenn ihr kalte Bleche nehmt, das vorher schon aufmacht, dann solltet ihr unbedingt Backpapier hier drunter machen, sonst kleben die Brötchen eben an, wenn ihr ein kaltes Blech habt. So, jetzt habe ich also ein Blech mit 9 Brötchen und eins mit 8. So, es muss alles schnell gehen. Ich besprühe das jetzt hier mit Wasser, also gut besprühen. Die können richtig nass sein, die Brötchen.
dann kommen die auch gleich wieder hier an den Ofen rein. Das nächste Blech. Hier haben wir noch 8. 1, 2, 3. So, und auch hier schön feucht machen. Dann geht's ab in den Ofen. So, und am Schluss habe ich noch mein kochendes Wasser hier. Das kommt jetzt noch hier kurz in den Topf rein und erzeugt dann einen richtig schönen Dampf. So, ich stelle mir jetzt die Uhr erstmal auf 12 Minuten. Und ja, dann lasse ich die erstmal eine Weile jetzt hier drin. Es sind die ersten 5 Minuten, die wichtig sind, dass die Brötchen wirklich hier feucht im Ofen sind und auch Dampf kriegen, weil die Brötchen in den ersten Minuten eben noch stark aufgehen. Irgendwann wird dann die Kruste so fest sein, dass die sich nicht mehr ausdehnen können. Dann ist es vorbei. Dann brauchen die Brötchen einfach keinen Dampf mehr. So, nach 10 Minuten können wir das Wasser hier rausnehmen. Und ich würde dann einmal die Bleche tauschen. Damit wir auch noch ein bisschen Oberhitze kriegen. Und die anderen Brötchen von unten noch ein bisschen braun werden. So, das waren jetzt 12 Minuten. Jetzt stellen wir dann nochmal mindestens 8 Minuten ein und dann gucken wir mal, wie es danach aussieht. Die Brötchen wachsen jetzt nicht mehr, jetzt sind die fertig. Jetzt bräunen die bloß noch, bilden eine schöne Kruste aus und inzwischen werde ich jetzt nochmal einen Platz vorbereiten, wo die dann abkühlen können. Zum Abkühlen der Brötchen sollten die möglichst nicht irgendwo aufliegen. Das heißt, wenn ich die auf den Tisch legen würde, würden die anfangen von unten zu schwitzen und würden sie ihre Kruste so ein bisschen verlieren. Die sollten also möglichst locker luftig liegen. Und ich nehme mal so ein Gitter, was so ein bisschen erhöht dann auch liegt, und dann kommen die rauf, kriegen von unten Luft und können schön abkühlen. Die sollen ja auch schnell abkühlen, weil ich die Brötchen danach auch einfrieren werde. So, die Brötchen sind jetzt gut 20 Minuten im Ofen und die Frage kam jetzt in den Kommentaren unter den Videos immer, wie lange müssen die genau drin bleiben, die Brötchen. Das kann ich gar nicht sagen. Man muss immer genau beobachten, wie die Bräunung ist. Man muss überlegen, wie braun will man die Brötchen haben. Und ja, bei mir, wie gesagt, sind es jetzt insgesamt 20 Minuten. Sind sehr schön geworden. Und mal sehen, ob die jetzt auch einfach abgehen.
Jetzt lasse ich die Brötchen hier ein bisschen abkühlen. Und dann können wir gleich ein Brötchen mal aufschneiden und gucken, wie es von drinnen aussieht. So, hier ist das fertige Brötchen. Sieht wirklich toll aus und duftet auch herrlich. Herrlich, knuspert schön. Das wollen wir jetzt mal aufschneiden. Wirklich schön luftig geworden und ist auch wunderbar locker und weich, knusprig außen, sieht gut aus. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Mit dieser kleinen Kostprobe möchte ich mich von euch verabschieden und hoffe, euch beim nächsten Video begrüßen zu können. Deswegen denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren und wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch einen Daumen hoch zu geben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!